Hi Leute und herzlich willkommen zum 6. Tag der IAE 2954. Heute sehen wir in der Messehalle vor allem Argo, aber auch ein bisschen Consolidated Outland, Greycat und Kruger. Let's go! In der Haupthalle stellt Argo seine industriellen Schiffe vor. Wir haben die MPOVs, die Mole, den SRV und die Raft. Übrigens alles Akronyme für verdammt lange Namen. Schon zur letzten IAE und zur Invictus-Messe angesehen. Was dieses Jahr neu erschienen ist, haben wir hier auf der rechten Seite. Und das sind die Atlas und die CSV-Systeme. Die Argo Atlas ist dieses Jahr wahrscheinlich die interessanteste Neuerung, denn das ist weder ein Schiff noch ein Fahrzeug, sondern das ist sein Mechanzug, in dem man einsteigen kann und der einem erlaubt, schwere Lasten mit einem eingebauten Traktorstrahl zu heben. Einsteigen kann man in den Argo Atlas hier auf der Messe nicht, aber man kann ihn zumindest ausleihen und ihn dann später im Hangar ausprobieren. Und die nächste Neuerscheinung von Argo ist der CSV SM, einfach nur ein kleiner Lastwagen mit einer Ladefläche, die bis zu 4 SCU Cargo aufnehmen kann. Der CSV ist als Einsitzer über die Front zugänglich. Der Sitz fährt dazu nach unten. Und dann, wenn man sich hingesetzt hat, wieder zurück ins Cockpit. Er verfügt nicht über einen Traktorstrahl, aber zumindest über Schilde. In Halle 2 haben wir dann das Standardprogramm von Consolidated Outland mit seinen Mustangs, der Nomad und den Hoverquads. Im Keller haben wir dann die Landfahrzeuge von Greycat, einmal die beiden Bergbaufahrzeuge Rock und Rock DS, sowie den STV, auch liebevoll Steve genannt, und den PTV, das wahrscheinlich kleinste vierrädrige Fahrzeug im Spiel. Und wir kennen sie auch schon aus den vorherigen Jahren, die Kruger P72 Archimedes und ihr kleiner Bruder die P52 Merlin. In der Display Hall ist heute Consolidated Outland ganz allein vertreten und stellt hier sein neues Design der Pioneer vor. Die Pioneer ist als Base-Building-Schiff gedacht, das heißt, hiermit soll man dann auch permanente Basen im Star Citizen-Universum errichten können. Die Entwicklung an diesem Schiff soll in diesem Jahr starten, aber das Base-Building an sich liegt wahrscheinlich noch in sehr weiter Ferne. Eine weitere Neuerung in diesem Jahr sind Frachtaufzüge in den Hangars. Das heißt, die Fracht wird nicht mehr magischerweise vom Ressourcenterminal oder vom Einkaufsterminal ins Schiff verladen, sondern man geht im Hangar an das Frachtterminal, wählt dort seine Fracht aus und transferiert sie über den Aufzug in den Hangar. Das bedeutet auch, dass man nicht mehr einfach so Ausrüstungsgegenstände ins Schiff einladen kann aus dem persönlichen Inventar, denn das gibt es nur noch für das, was man direkt am Leib trägt, sondern man würde diese Gegenstände ebenfalls hier über den Frachtaufzug anfordern und von hier aus ins Schiff einladen. Das lokale Inventar wurde durch diese Lagerterminals ersetzt und da bekommt man wieder ein lokales Inventar angezeigt. Und von hier aus kann man dann Dinge in das persönliche Inventar, also das, was man am Leib trägt, transferieren. Das heißt, es gibt kein magisches Inventar mehr, nur noch physikalische Rucksäcke. Vor allem aber muss man sich nicht mehr mit den anderen Spielern um die ASOP-Terminals streiten. Man kann jetzt auch einfach in seinem eigenen Hangar Schiffe anfordern. Und das sieht dann etwa so aus. Your vehicle has been delivered to the following location. Please visit us again. Goodbye.
Dank dem großzügigen Platz an den Seiten des Hangars kann man mittlerweile dann auch mehrere Fahrzeuge hintereinander im gleichen Hangar spawnen und sich so hier eine kleine Flotte aufbauen, die dann miteinander interagieren kann. So können wir jetzt zum Beispiel mal den Argo Atlas ausprobieren, um diesen CSV zu laden. Wir gehen jetzt hier in Position neben den CSV, visieren unsere Fracht an mit dem Traktorstrahl. Dieser greift die Fracht dann automatisch und dann müssen wir nur noch das Frachtraster des CSV anpeilen und zack wird die Fracht automatisch dorthin platziert. Und dazu müssen wir noch nicht mal hinsehen. Zack. Und schon ist der CSV beladen. Natürlich ist so ein Mechanzug extrem cool und der automatische Traktorstrahl ist auch sehr nützlich und erhöht wirklich die Effizienz. Man muss aber auch dazu sagen, dass der Argo Atlas nicht nur positives Feedback bekommen hat. So muss nun mit der Physikalisierung sehr viel mehr Fracht mit Traktorstrahlen bewegt werden als vorher und dass man da ein neues, teures Fahrzeug einführt, das dieses Problem löst und nicht aber die bestehenden Traktorstrahlen ebenfalls umrüstet, das hat schon ein bisschen Kritik geerntet. Und das, finde ich, ist auch Kritik, die sich das Entwicklerstudio CIG gefallen lassen muss. Aber damit soll es das gewesen sein mit dem heutigen Messetag. Wir sehen uns hoffentlich morgen wieder. Morgen stellt Drake Interplanetary seine Schiffe auf der Messe vor. Bis dahin, wir sehen uns und einen guten Flug.